Gesundheit braucht Verstand. Eine ganz simple Frage. Was passiert hinter Ihrem Schlafzimmerschrank, wenn Sie nicht das Schlafzimmer regelmäßig lüften? Es schimmelt. Und was passiert hier, wenn da nicht regelmäßig gelüftet wird? Es schimmelt. Zwar nicht so die typischen Schimmelpilze, es sind Bakterien. Und die Bakterien, die knabbern nach und nach das Gewebe und schädigen die Gehörknöchelchenkette und bilden Entzündungen aus im Mittelohr. Und in diesem Mittelohr, das ist genau hier dieser Bereich, der ist mit Luft gefüllt. Und genau da muss belüftet werden. Und jetzt kommt das Spannende, diese Röhre ist nämlich nicht wie in diesem Modell abgeschnitten und geöffnet, sondern sie ist immer geschlossen und öffnet sich bei jedem Schlucken, wenn es korrekt funktioniert. Bei vielen funktioniert es nämlich nicht korrekt. Bei Erwachsenen wirken sich Belüftungsstörungen dann so aus, dass sie zum Beispiel den Ohrdruck nicht ausgleichen können, dass sie Tinnitus bekommen, dass sie Schwindelanfälle kriegen, Piepen, Rauschen, Pfeifen und bei Kindern natürlich häufige Mittelohrentzündungen. Etwas später zeige ich Ihnen einen Ausschnitt aus einem Interview mit einem unserer Patienten. Er hatte 6 erfolglose Operationen am Ohr. 6. Und später zeige ich Ihnen auch, wie er sein Problem in den Griff bekommen hat. Aber wenn das Problem in einer gestörten triadischen Funktion liegt, muss die Funktion korrekt hergestellt werden. Und da gibt es nur einen einzigen sinnvollen Weg. Aber erstmal müssen wir das Mittelohr ein bisschen besser verstehen. Schauen wir uns das mal genau an. Hier ist der äußere Gehörgang. Der geht vom Ohreingang, also wo der Schall eintreten kann, bis hin zum Trommelfell und da ist er verschlossen. Und dahinter dem Trommelfell ist das Mittelohr. Und an unserem Trommelfell ist ein Gehörknöchelchen angewachsen, nämlich der Hammer. Und das nächste Gehörknöchelchen, das heißt Amboss. Und dann gibt es noch ein drittes und das ist der Steigbügel. Und der sieht auch tatsächlich aus wie ein Steigbügel. Und dieser Raum, wo die Gehörknöchelchen platziert sind, das ist ein luftgefüllter Raum. Und wo Luft ist, in einem System, da muss auch belüftet werden. Sonst bilden sich da Bakterien. Von außen kann es ja nicht klappen, denn das Trommelfell macht ja von außen dicht, vom Gehörgang zum Mittelohr. Also muss es von innen passieren. Und da sehen wir, hier geht so eine Röhrenverbindung und endet tatsächlich im Luftraum des Mittelohres. Und das ist die eustachische Röhre. Und über die findet die Belüftung zum Mittelohr statt. Und zwar aus dem Rachenraum heraus. Diese Röhre ist nämlich nicht wie in diesem Modell abgeschnitten und geöffnet, sondern sie ist immer geschlossen und öffnet sich bei jedem Mal, wenn wir schlucken. Und das tun wir etwa 1500 bis 2000 Mal am Tag. Also 1500 bis 2000 Mal belüften wir oder lüften wir unser Mittelohr. Bei jedem Schlucken, wenn es korrekt funktioniert. Bei vielen funktioniert es nämlich nicht korrekt und deswegen gibt es keine regelmäßige, saubere Belüftung zum Mittelohr. Und das ist der Belüftungsmechanismus unseres Mittelohrs. Ich erkläre sofort, wie der genau funktioniert. Ich habe ja gerade gesagt, die Tube ist nicht geöffnet, sondern sie ist eigentlich geschlossen und sie will immer zu sein. Sie hat eigentlich den geschlossenen Zustand als Standardzustand. Und sie kann sich nur dann öffnen, wenn das umliegende Gewebe in einen Spannungszustand gelangt und quasi dieses kleine Löchlein, wo die Luft eindringt, aufreißt. Und das hält so lange vor, wie der Spannungszustand besteht. Beim Schlucken ist das ein relativ kurzer Prozess. Beim Gähnen wird es ja auch funktionieren. Könnt ihr ja auch mal ausprobieren beim Gähnen. Ja, da reißt ja auch diese kleine Tube auf. Schlucken Sie jetzt einmal ganz bewusst und zumindest bei denen es korrekt funktioniert, die merken jetzt, aha, da geht etwas auf und es kommt Luft ins Mittelohr. Aber das funktioniert nur, wenn die Bewegung, die für die Öffnung zuständig ist, auch kräftig genug ist und ein Zusammenspiel gewährleistet ist, was von der Zunge ausgeht über das Gaumensegel bis hin zum Kehlkopf.
Bei vielen Menschen ist genau das nicht der Fall. Es funktioniert nicht richtig. Und warum ist das so, dass das nicht richtig funktioniert? Beim korrekten Schlucken passiert Folgendes. Die Lippen sind geschlossen, die Zungenspitze liegt oben hinter den Zähnen, am Gaumen an, achtet auf die Zungenspitze. Sie beißen kurz auf vorher, dann gibt es im Aufbeißen quasi auch den Schluck, der erfolgt. Das ist fast ein gleichzeitiger Zustand. Aber was passiert, wenn die Zungenmuskulatur zu schwach ist und kein Aufbiss vor dem Schlucken zustande kommt, also kein Zahnkontakt? Schauen Sie mal bei mir, ich schlucke ohne Zahnkontakt. Und was man sieht, spüren Sie jetzt mal selber. Schlucken Sie auch mal. Und wenn Sie keinen Zahnkontakt beim Schlucken haben, sondern Ihre Lippen kräftig zusammendrücken und Ihre Backen sich sogar dabei anspannen, dann schlucken Sie falsch. Beim korrekten Schlucken bleibt das Gesicht entspannt. Die meiste Arbeit findet nämlich im Mund- und Rachenraum statt. Diese falschen Schluckbewegungen nennt man kompensatorisches Schlucken. Bedeutet, wir haben eine fehlerhafte Muskelspannung. Und wenn die Spannung zu schwach ist, wird das Mittelohr eben nicht geöffnet und es wird nicht ausreichend belüftet. Umgekehrt können Fehlspannungen auch dazu führen, dass die Gewebestruktur zu schlaff eingestellt worden ist und sich die Röhre nach dem Öffnen gar nicht mehr schließt. Und dann sprechen wir von einer klaffenden Tube. Und die Menschen hören ihren eigenen Herzschlag, ihr Blut fließen und natürlich ihre Stimme, wenn sie sprechen, geht direkt von innen ins Mittelohr und wird als äußerst unangenehm empfunden, als Schall empfunden, den man eigentlich gar nicht aushält beim Sprechen. Während Kinder häufig Mittelohrentzündungen haben, die übrigens ab dem 11. Lebensjahr kaum noch vorkommen, weil sich die Größenverhältnisse durch Wachstum verändert haben, bilden sich aber die Ohrprobleme im Erwachsenenalter nicht unbedingt aufgrund der Größenverhältnisse komplett zurück. Sie sind nur anders. Sie verstärken sich sogar mit der Zeit. Und wenn die Mundatmung noch hinzukommt und auch noch eine instabile Körperhaltung, also Skoliosen und solche Geschichten, dann bedeutet das triadische System ist massiv geschädigt. Was das triadische System ist, erkläre ich in vielen Videos. Ist übrigens ein Begriff von uns, ein koordiniertes System von 3 Funktionen natürlich. Die komplexen Auswirkungen zu erklären, würde jetzt viel zu weit reichen, weil sie beziehen sich wirklich auf den gesamten Körper. Aber wir sind ja gerade beim Ohr. Aber das Ergebnis bleibt hier ähnlich. Ein Ohr, was seit Jahren, Jahrzehnten nicht richtig belüftet wird und deswegen Probleme verursacht. Was sind solche konkreten Probleme, die sich daraus ergeben? Druckgefühl, der Druck zwischen Umgebung und dem Luftraum hinter dem Trommelfell, der wird nicht richtig ausgeglichen, wenn hier nicht belüftet wird. Und dann haben Sie immer das Gefühl, wie im Flugzeug, dass etwas da im Ohr drückt oder beim Autofahren oder beim Bergsteigen. Und bei Kindern natürlich häufige Mittelohrentzündung, 3, 4, 5 Mal im Jahr, wird schon fast als normal betrachtet von manchem Kinderarzt. Dann Antibiotika, Parazenthesen, Paukenröhrchen, das behandelt das Symptom, aber nicht die Ursachen. Und Tinnitus, Piepen, Rauschen, Pfeifen, all das kann mit gestörter Belüftung zusammenhängen. Aber auch hier spielen alle 3 Funktionsbereiche der Triade eine wesentliche Rolle. Und Schwindel, das Gleichgewichtsorgan, sitzt direkt neben der Hörschnecke und wenn das eine nicht funktioniert, kann auch das andere betroffen sein. Geht sowohl einzeln als auch zusammen. Und die schon erwähnte klaffende Tube, die Tube verschließt nicht mehr richtig, Sie hören Ihre eigene Stimme, Ihren Atem, Ihren Herzschlag und am Ende schleichend zunehmend, Schwerhörigkeit. Chronische Schäden, angegriffene Gehörknöchelchen und das sorgt dafür, dass irgendwann das Hörvermögen leidet. Meniere-Krankheit, alle diese Symptome können auch gleichzeitig ablaufen und in regelmäßigen Attacken auftreten. Hörverlust, Schwindel, Gleichgewichtsstörung. Und was können Sie jetzt dagegen tun? Nasensprays helfen bei einem akuten Infekt, aber nicht bei chronischer Belüftungsstörung. Paukenröhrchen umgehen das Problem und Antibiotika bekämpfen die Entzündung. Und Durchblutungsmedikamente etwa in einem System ohne Blut
Aber wenn das Problem in einer gestörten triadischen Funktion liegt, muss die Funktion korrekt hergestellt werden. Und da gibt es nur einen einzigen sinnvollen Weg, und das ist Trainieren. Für genau dieses oder auch andere Probleme haben wir die Faceformer Trainingstherapie entwickelt, die meisten von Ihnen ja schon kennen. Das Problem ist, der gestörte Schluckablauf, gestörte Atmung, gestörte Kopfbalance, und die Faceformer Therapie korrigiert genau das. Der Faceformer wird vor die Zähne hinter die Lippen eingesetzt, der Lippenkeil schaut aus dem Mund heraus und dabei richten wir unsere Kopfhaltung genau aus, nämlich aufrecht. Die Zungenspitze liegt an einem Referenzpunkt am oberen Gaumen, an einer kleinen Aufwölbung hinter den oberen Schneidezähnen, ohne die zu berühren. Und bei den Übungen atmen Sie durch die Nase ein, aus, kontinuierlich weiter. Wenn Sie jetzt schlucken, bei vorherigem Zahnkontakt, also kurz aufbeißen, dann tut die Muskulatur genau und präzise ihren Dienst, wenn Sie die Haltung vorher eingenommen haben. Mit jedem Trainieren perfektionieren sich die Bewegungsmuster in Mund und Rachen und die Zunge ordnet sich in diese Bewegungsmuster ein und gesamte Koordination verbessert sich. Die Tube kann sich besser öffnen oder wird besser geöffnet und die Belüftung verbessert sich natürlich deutlich dadurch. Und irgendwann, wenn Sie lange genug mit dem Faceformer trainiert haben, stellt sich der Prozess automatisch ein. Die wichtigsten Grundübungen finden Sie in unserer App. Sie ist kostenlos, Sie können sich die kostenlos aus dem Internet herunterladen und sie gibt genaue Anweisungen, wie man die Übungen ausführt und zählt sogar mit, dass Sie sich selbst kontrollieren können, ob Sie auch regelmäßig trainiert haben. Das Training ist etwa 5 bis 10 Minuten, dreimal täglich, plus nächtliche Anwendung und innerhalb der ersten 4 bis 6 Wochen spürt man schon Verbesserungen. Für Ohrprobleme haben wir zusätzlich eine erweiterte Übung entwickelt und die heißt Air Flip Drill. Einige von Ihnen kennen das Valsalva-Manöver. Nase zuhalten, reinpusten und man merkt, wie Luft zum Mittelohr vordringt. Der Air Flip Drill geht einen Schritt weiter. Faceformer im Mund, Nase zuhalten und den Lippenkeil des Faceformers mit den Lippen zusammendrücken. Jetzt in die Nase die Luft pressen, wie beim Valsalva-Manöver. Dadurch, durch den Druck, wird die Luft ins Mittelohr gedrückt. Und jetzt, die Nase bleibt zugehalten. Und Sie ziehen die Luft wieder raus, indem Sie versuchen, einzuatmen. Reinpusten, rausziehen. Reinpusten, rausziehen. Im 2 bis 3 Sekunden Rhythmus 3-4 Mal hintereinander und dann erstmal Pause. Einige merken, es funktioniert an einer Seite, an der anderen nicht und einige, bei denen funktioniert es gar nicht. Das sind genau die, bei denen der Mechanismus nicht richtig funktioniert. Genau der Grund und genau deshalb unbedingt trainieren. Ich habe Ihnen am Anfang einen Patienten versprochen, der 6 Operationen erfolglos durchführen ließ und hier ist seine Geschichte. Guten Tag, ich bin der Herr Leonarda, bin gebürtiger Münchner, 35 Jahre alt und bin heute bei euch, will meine Geschichte erzählen, über mein linkes Ohr und der Faceformer Therapie und möchte das einfach für weitere Patienten einfach mal mitgeben und hoffe, dass ich damit sehr vielen Leuten helfen kann. Also ich hatte ja Mittelohrentzündungen gehabt, sehr schwere Mittelohrentzündungen. Also die einzelnen Operationen sollten eigentlich eine Verbesserung des Hörvermögens bringen, haben aber nach und nach zu einer großen Verschlechterung geführt. 2013 kam dieser Knackgeräusch dann im Ohr. Ich habe die Umgebung nicht mehr so wahrgenommen, wie es vorher war. Ich hatte ja ein Hörgerät gehabt, was dann auch nicht so wirklich funktioniert hat. Hatte also Panikattacken gehabt. Ich hatte Magenschmerzen gehabt, also ich habe auch nichts essen können. Ich musste selber musste mir immer zusprechen, dass es am Ende des Tunnels ein Licht gibt sozusagen. Und so entstand halt eben dann die 6. OP.
Und da hat man dann eben eine Prothese eingesetzt. Bei dem Arzt, der mich dann das 6. Mal sogar operiert hatte, war das, ja, dem habe ich dann erzählt, ich vermute, dass da eben mit der Tube das immer noch nicht richtig funktioniert. Und mir gesagt dann, ja, ich hätte mir das eingebildet alles, also ich sollte das wirklich abschalten. Und für mich war das ein Zeichen dafür, dass ich ihm das beweisen muss einfach, ja, weil ich diese Vermutung hatte, dass da einfach mehr dran ist, ja. Als erstes habe ich ja meine ganzen Arztberichte chronologisch, was sich über die Jahre angesammelt hat, mitgenommen. Der Arzt hat meine Problematik sich mal in kurzer Zeit angehört, hat ins Ohr reingeschaut. Aber was man halt gesehen hat, ist atemsynchrones Bewegen meines Trommelfells. Und ja, es war einfach wie, also im ersten Moment war es für mich wie ein Sieg schon. Also ich habe wirklich Glücksgefühle gespürt, einfach, weil ich wusste einfach, jetzt geht es einfach weiter. Ja. Also mein Leben geht so weiter. Also ich habe dann erstmal gegoogelt, habe dann erstmal klaffende Tube und Training eingegeben. Beim Recherchieren bin ich dann auf die Faceformer-Therapie gestoßen. Und habe dann sofort die Bestellung ausgelöst und habe dann auch schon mit dem Faceformer angefangen. Ich habe halt schon vom Tag 1 gemerkt, dass sich da was in Gange setzt. Und da habe ich dann gemerkt, also auf der rechten Seite hat sie es dann komplett stabilisiert, die Tube. Und links hat sie es dann nach und nach dann auch verbessert. Situationen, wo es ziemlich laut ist, hat sich mein Hörvermögen ziemlich verbessert und die Psyche gleichzeitig auch. Also, und für mich gab es nur diese eine Lösung. Also für mich war nur noch Faceformer-Therapie. Und ich bedauere es halt einfach, dass ich nicht vorher mit dieser Therapieform angefangen habe. Ja. Weil so hätte ich gewisse oder viele Operationen mir ersparen können. Auch, ja. 6 Operationen, Gehör, Knöchelchen, Prothesen, falsche Versprechen bis hin zur Verzweiflung. Und am Ende war es nur eine Belüftungsstörung, eine Funktionsstörung, die er sehr gut mit der Faceformer-Therapie korrigieren konnte. Der Patient war so glücklich, dass er gerne bereit war, überall seine Geschichte zu erzählen, um anderen zu helfen. Und das ist keinesfalls ein Einzelfall. Wir sehen das immer wieder. Aber es ist selten zu spät, den richtigen Mechanismus zu trainieren, sofern Operationen nicht zu viel zerstört und weggeschnitten hat, denn was weg ist, kann nicht mehr funktionieren. Bei solchen schweren Störungen ist damit zu rechnen, dass das Training auch länger durchgeführt werden muss und nicht schon nach wenigen Wochen beendet ist, sondern der Automatismus muss sich auch da stabilisieren. Und wenn schon so viel vorher zerstört worden ist, dann kann das auch bis zu einem Jahr dauern. Aber die Übung, die sollen Sie mit Spaß an der Sache machen und nicht dran denken, ich muss schon wieder etwas tun. Sie behandeln die Ursache damit und einmal richtig gelernt bedeutet dauerhafte Funktion, dauerhafte, korrekte Funktion. Fassen wir zusammen. Im Mittelohr ist ein Luftraum, der regelmäßig belüftet werden muss. Die Belüftung verläuft über die eustachische Röhre und die öffnet sich am häufigsten beim Schlucken. Das funktioniert aber nur, wenn die Schluckbewegung in einem korrekten Ablauf mit der ausreichenden Kraft durchgeführt wird. Und wenn da irgendein Glied in der Kette zu schwach ist, dann funktioniert alles nicht. Die Folge: Druck, Tinnitus, Schwindel, am Ende Schwerhörigkeit und eine Odyssee von Behandlungen, die kaum Wirkung haben oder nur kurzzeitig Wirkung haben. Probieren Sie dann mal die Lösung Faceformer-Therapie und AirFlip Drill. Wenn nämlich das Problem in der Funktion liegt, dann muss ich die Funktion verbessern und nicht das Symptom unterdrücken. Und wenn Ihnen dieses Video wieder gefallen hat, dann teilen Sie es mit Menschen, die Ohrprobleme haben. Und mit Eltern, deren Kinder ständig unter Mittelohrentzündung leiden. Abonnieren Sie unseren Kanal und drücken Sie auf die Klingel, dann werden Sie informiert, wenn wir neue Informationen liefern über Gesundheitsthemen. Schreiben Sie einen Kommentar, wir antworten kurzfristig. Und denken Sie dran, Gesundheit braucht Verstand. Und ich sage wieder, Tschüss für heute.